Ich begrüße Sie herzlich zum Modul 4, automatische Korpusannotation mit computerlinguistischen Werkzeugen. Heute geht es um die Erkennung, Klassifikation und das sogenannte Linking von Named Entities. Wenn man Named Entities erkennen möchte, dann ist die erste Frage, wo im Text eine Named Entity, das heißt eine benannte oder interessierende Größe, erwähnt wird. Die zweite Frage, die man beantworten möchte, typischerweise ist, von welcher Art, von welcher Klasse eine Named Entity ist. Und dann ist das sogenannte Linking oder Grounding von Named Entities die Frage, auf welche eindeutig bestimmbare Entität sich eine Nennung im Text bezieht. Zuerst zur Erkennung von Named Entities. Named Entities, ich lasse den Begriff hier im Englischen, weil er doch eine sehr spezialisierte, anwendungsorientierte Bedeutung hat, die aus der Informationsextraktion kommt, wo Named Entity Recognition, manchmal als NER abgekürzt, eine wichtige Teilaufgabe darstellt. Es geht um die Erkennung von Namen, das können Personennamen, Eigennamen sein, das können Namen sein von geografischen Entitäten, das heißt Toponyme. Es können auch Namen sein von Organisationen, Firmen oder von Produkten. Oft versteht man unter Named Entities aber auch die Erkennung von Ausdrücken, welche Zeitangaben, Datumsangaben oder Währungsangaben beinhalten. Hier ein Beispiel. Im Satz 1950 plante Graf Dino Lora Totino eine Seilbahn von Cervinia zum Gipfel des Matterhorns, enthält einerseits einen Zeitausdruck 1950, dann eine Person mit einem Titel, Graf Dino Lora Totino, und zwei Orte, Cervinia sowie das Matterhorn. Man beachte, dass auch der Gipfel des Matterhorns sicher eine geografische Entität ist, aber im Bereich Orte interessiert man sich mehr für die benannten geografischen Entitäten. Was sind nun die Schwierigkeiten bei der Erkennung von Eigennamen? Im Deutschen ist zum Beispiel das Wort Kohl mehrdeutig. Es kann als normales Nomen STTS Posttag NN Gemüse bezeichnen. Es kann aber auch ein Nachname sein, zum Beispiel der Nachname des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Kohl. Im Deutschen ist die Erkennung von Eigennamen deutlich schwieriger als im Englischen, da sowohl die normalen Nomen wie auch die Eigennamen groß geschrieben werden. Machen wir nun ein kleines Experiment mit dem Namen Kohl. Es geht darum, die als Eigenname getagten Vorkommen des Wortes in den oberösterreichischen Nachrichten 1999 zu finden, welche im Derico Corpus vorgetaggt worden sind. Wenn wir mit dem Tree-Tagger getagte Texte durchsuchen, und dann sehen Sie die Suchanfrage, die dafür nötig ist, bekommen wir 273 Treffer für das Wort Kohl mit dem Part-of-Speech-Tag für Eigennamen. Das Korpus ist aber auch noch mit dem Connexor-Tagger morphologisch analysiert worden. Die Suchanfrage ist unten zu sehen. Und wenn wir damit fragen über denselben Korpus, finden wir 105 Treffer. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und wir können nun analysieren, prüfen, wie viele von den Treffern korrekt sind oder falsch positive sind. Man sieht hier, der Tree-Tagger mit seinen 273 Treffern hat 22 falsch positive drin. Der Connexor-Tagger mit seinen 105 Treffer für Eigennamen hat 0 falsch positive, alles sind Eigennamen und es stellt sich nun die Frage, was ist besser? Wie funktionieren nun einfache, regelbasierte Methoden zur Namenserkennung? Eine wichtige Ingredienz sind immer Namenslisten, sogenannte Gazetteers, und Kontextregeln, die die Anwendung dieser Listen etwas verfeinert steuern. Um zum Beispiel Personennamen zu erkennen wie Bundeskanzler Helmut Kohl, braucht man typischerweise
eine Liste von Berufsbezeichnungen, die kann im Text dann optional vorkommen. Dann braucht man eine Liste von Vornamen, die typischerweise nicht viele Überschneidungen mit normalen Wörtern des Deutschen haben. Und wenn wir einen Vornamen identifiziert haben, sagen wir, das nächstfolgende großgeschriebene Wort ist dann der Nachname. Mit solchen Pattern oder Mustern kann man relativ gut Eigennamen erkennen. Man kann mit diesem Verfahren Nachnamen lokal aus einem Text lernen und einer Nachnamensliste, die für den Text spezifisch ist, hinzufügen. Wenn man solche dokumentspezifischen Nachnamen identifiziert hat, kann man auch Vorkommen von Kohl alleine im Text identifizieren als einen Nachnamen, ohne zu viel Falschpositive zu riskieren. Typischerweise wird ein mehrdeutiges Wort innerhalb eines Dokumentes nur in einem Sinn verwendet. Wenn man geografische Namen erkennen möchte, sind Namenslisten ebenfalls wichtig. Es gibt sehr große Listen, wie zum Beispiel geonames.org mit Hunderttausenden von geografischen Namen. Das Problem ist, dass man diese Namen nicht einfach blind anwenden kann, weil es sehr viele Namen gibt auf der ganzen Welt, die gleich lauten wie normale Wörter einer Sprache wie Englisch, wie hier oder auch des Deutschen. Wie kann man nun Named Entities klassifizieren? Ein wichtiges Verfahren dabei ist das sogenannte NER-Tagging. Das ist eine statistische Methode, die sich an der Methode des Part-of-Speech-Taggings orientiert, deshalb auch einen ähnlichen Namen trägt. Es geht hier darum, dass man aus annotierten Daten lernt, welche Teile eines Texts Named Entities bezeichnen, von welchem Typ, von welcher Klasse sie sind. Wir modellieren also die Named Entity Recognition Aufgabe als eine Tagging-Aufgabe. Links sehen wir ein Beispiel für einen annotierten Satz. Die Tokenspalte enthält die Token des Satzes und rechts davon in der NER-Tag-Spalte stehen in einem speziellen sogenannten IOB-Format die Named Entity Klassen kodiert. Die Kodierung hat zwei Teile. Mit einem B markiert man den Beginn eines Namens. Nach dem B steht der Typ oder die Klasse des Namens, für 1950 zum Beispiel Time für Zeit. Wenn ein Name mehrteilig ist, fortgesetzt wird, dann markiert ein I, dass man sich innerhalb eines Namens befindet von einem bestimmten Typ. Zum Beispiel das Token Dino ist eine Fortsetzung vom Personennamen Graf Dino Lora Teottino. Alle Tokens, die nicht Teil eines Namens sind, werden mit einem O für Out außerhalb eines Namens markiert. Jetzt kann man beliebige sogenannte Sequence-Tagging-Programme trainieren auf diesen Trainingsdaten und sie geben dann näher getagten Output, aus denen man die klassifizierten Named Entities ablesen kann. Die besten statistischen Methoden erreichen auf englischen Testdaten im Schnitt eine Leistung von etwa 90%. Das heißt, eine von 10 Entities ist falsch identifiziert oder wurde nicht gefunden. Also eine recht gute Leistung kann man mit diesen statistischen Ansätzen erreichen. Dieses Verfahren funktioniert aber nicht in allen Fällen und hier ist ein Beispiel aus der Fußballsprache, das einige Schwierigkeiten daran illustriert. Überlegen Sie sich mal, wo hier die Schwierigkeiten liegen. Wir kommen nun zur dritten Teilaufgabe bei der Named Entity Recognition, sogenannte Entity Linking oder Entity Normalisierung oder auch die Disambiguierung von Named Entities. Es geht darum, welche eindeutig identifizierbare Einheit in einer Nennung bezeichnet wird. Nochmals zurück zum Namen Kohl. Wenn wir nun wissen, dass es sich um einen Personennamen handelt, ist die Frage, welche Person ist gemeint. Manchmal wird diese Aufgabe
auch als sogenannte Wikification-Aufgabe gestellt. Das heißt, annotiere zu einem Namen in einem Text die allfällige URL der entsprechenden Wiki-Seite. Das kann Helmut Kohl der Bundeskanzler sein, es kann Helmut Kohl der Schiedsrichter sein oder es könnte irgendein nicht mit einer Wiki-Seite vertretener Namensvetter sein. Hier sehen wir ein Beispiel der Wiki-Seite von Helmut Kohl. Der Text, den man auf dieser Wiki-Seite findet, hilft einem, den Namen im Kontext des anderen Textes, wo man herausfinden will, von welcher Person ist die Rede, zu desambiguieren. Der Schiedsrichter Helmut Kohl ist deutlich weniger prominent und diese Prominenz äußert sich zum Beispiel auch in der Länge der Wikipedia-Seite und es ist durchaus möglich, dass ein Helmut Kohl, der im Text erwähnt wird, keine Berühmtheit ist und gar keine Wiki-Seite hat. Die Entity Linking Task oder die Wikification Task besteht auch darin herauszufinden, ob ein Name nicht eindeutig identifizierbar ist. Entity Linking kann aber auch darin bestehen, dass man auf sogenannte Linked Data Bezug nimmt. Es gibt zum Beispiel aus der bibliothekarischen Tradition die sogenannte gemeinsame Normdatei GND. Dort ist Helmut Kohl aufgeführt, auch mit einer eindeutigen URL versehen und es sind zusätzliche Informationen zu seiner Person aufgeführt. Eine andere Quelle von Fakten und Named Entities ist wikidata.org. Das ist ein Nachfolger von Googles Freebase-Datenbank und darin sind für Millionen von Entitäten Fakten, strukturierte Informationen aufgeführt. Im Fall von Helmut Kohl zum Beispiel, dass er verheiratet war mit 2 Personen, von welchem Zeitpunkt bis zu welchem Zeitpunkt, wie heißen seine Kinder und so weiter. Bei geografischen Namen erfolgt die Disambiguierung normalerweise über Koordinaten, geografische Koordinaten als Referenzsystem. Hier haben wir eine Auswahl der über 27 geografischen Namen, die Schafberg heißen, in der Schweiz. Und je nachdem, für welchen Schafberg man sich interessiert, kann man sich die entsprechenden Koordinaten aus topografischen Informationssystemen heraussuchen und die dann mit dem Namen verknüpfen. In diesem Fall hier sehen wir den Schafberg aus dem Kanton Uri, der in der Nähe von Realp liegt. Entity Linking, auch Entity Grounding oder Entity Normalisierung genannt. Da geht es im Fall von Personennamen darum, diese Nennungen auf eine universell eindeutige Identifikation abzubilden. Das kann eine Wiki-Seite sein, das kann aber auch ein Eintrag aus Linked Data sein. Bei geografischen Entitäten geht es vor allem darum, im Koordinatensystem den genauen Punkt oder die Region eines Toponyms zu bestimmen. Bei Zeitausdrücken wiederum sind normalisierte Formate wie zum Beispiel TimeML beliebt, um eine standardisierte Repräsentation der Zeit- und Datumsangaben annotieren zu können. Insgesamt ist Entity Linking ein sehr aktives Forschungsfeld, es passiert hier viel, aber es gibt noch nicht so viele Systeme, die man einfach out of the box zuverlässig anwenden kann. Im Text- und Bergkorpus annotieren wir auch Named Entities und zwar in einem sogenannten Standoff Annotation Format für Personen, für Toponyme und auch für Zeitausdrücke. Hier sehen Sie einen Satz aus einem Artikel aus 1935, der einen Lebensrückblick auf einen berühmten verstorbenen Bergführer enthält. Was sind nun Schwierigkeiten, nochmals zusammengefasst, die wir antreffen, wenn wir Named Entities annotieren möchten? In diesem Satz kommen 2 Personennamen vor, 2 Nachnamen, Kaufmann und Maurer, die ebenfalls normale Nomen sein können. Hier muss man also gut desambiguieren können.
Das Toponym Petit Dent de Vesivie haben wir als Bergnamen erkannt, aber in unserer geografischen Koordinatendatenbank ist nur der Name in der Abkürzung Petit bekannt. Deshalb ist hier die Erkennung eingeschränkt. Wir können zwar herausfinden, dass es ein Berg ist, weil er einem Bergnamenmuster folgt für französische Bergnamen, allerdings können wir die Koordinaten nicht einfach nachschlagen in unserer Datenbank. Dritte Schwierigkeit, Zeitausdrücke. Im Text steht am 29. August. Wenn wir herausfinden wollen, welches Jahr gemeint ist, dann müssen wir im Text 2 Seiten verstanden haben, verfolgen können, dass hier im Rückblick auf ein Leben die ganze Geschichte erzählt wird aus dem 19. Jahrhundert. Der Text kommt aus dem Jahrbuch 1935. Unser System schlägt vor, dass es das Jahr 1888 ist. Das ist 3 Jahre neben dem korrekten Datum, das im Text erwähnt wird, aber immerhin in der Nähe der richtigen Zeitspanne. Ich komme nun zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, das Hauptproblem bei der Erkennung von Named Entities ist, dass Ausdrücke mehrdeutig sein können. Kontextabhängig kann dasselbe Wort einen Namen oder Namensteil bezeichnen oder als normales Nomen dienen. Das zweite Problem besteht darin, von welchem Typ eine Named Entity ist. Automatische, maschinelle, statistische Lernverfahren können aus annotiertem Trainingsmaterial recht gut lernen, dieses Problem zu lösen. Das ist der sogenannte NER-Tagging-Ansatz. Wenn man weiß, von welchem Typ eine Named Entity ist, dann besteht der nächste Schritt darin herauszufinden, ob man diese Named Entity auf eine eindeutige Person oder eine eindeutige geografische Entität beziehen kann, indem man es auf Linkdata oder auf eine Wikipedia-Seite referenziert. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die man wissensbasierte und statistische Ansätze kombinieren muss. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Named Entity Recognition ist ein wichtiges und spannendes Thema für die Digital Humanities und ich habe einige Referenzen angehängt, wo Sie sich noch vertieft informieren können über dieses Problem.